Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu einem neuen Reaktionsvideo. Wir reagieren jetzt auf Stripe. Das allererste Mal wird der neue Charakter vorgestellt. Ich bin sehr gespannt und in weniger als einer Minute geht's dann los. Nicht vergessen, Leute, wenn ihr auch mal live dabei sein wollt, wenn wir auf sowas reagieren, folgt mir doch gern auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, Reaktion auf Stripe ab. Ich bin sehr gespannt. Die E-Sport-Szene. Ich würde ja auch gerne mehr Turniere und alles veranstalten, wenn es denn einen vernünftigen Spectate-Modus gibt. Okay. Also irgendwie habe ich mir den Trailer jetzt ein bisschen besser vorgestellt, aber gut. Hoffen wir mal, dass, wenn man damit macht, dass die Server auch dementsprechend funktionieren, ne? Stripe. Assassine. Oha. Also die Animation finde ich sehr gut. Ich weiß, es ist wieder sehr leise, aber... Stripe is a new assassin class character. While he lacks durability and recovery options, he excels in speed and kill power. His goal is to focus one target relentlessly until he scores a ring out for his team. Stripe's allies should look to zone for Stripe to allow him to perform his brutal combo game uninterrupted. Er hat auf jeden Fall wieder einiges an Tools dabei. Let's dive into Stripe's moves and start with his normal attacks. Stripe's air and ground neutral attacks throw his buzzsaw. Lol, diese Säge, das sieht voll von aus wie bei Mega Man bei Smash. Oha. Wow. Also, das meine ich jetzt, das ist echt cool. Stripe can hit the buzzsaw to redirect it to hit enemies again. Wow, das ist echt cool. Also die Säge gefällt mir sehr, sehr gut. Bitte was? Okay, aber ein Hit, aber dann ist die Säge immer noch am Start. Wie kann das denn sein? Der neue Batarang ist geboren, irgendwie so, ne? Stripe's air and ground special is his toy gun. By itself, it has an incredibly short range that fires directly in front of Stripe, but Stripe can extend the range by marking a target. Stripe marks a target. So, wenn man jemanden geschlagen hat mit Stripe, dann wird er so markiert und dann kann man aus weiterer Entfernung die dann treffen, oder wie? While he has a target marked, he will automatically fire on that target, and he can fire on that target from anywhere. Ist klar. Wahrscheinlich. Da freuen sich die ganzen Spieler wieder, wenn sie da richtig schön gecheased werden. Also man muss schon sagen, sehr individuell. Also jeder Charakter ist komplett anders. Instead, Stripe has the ability to leap off of projectiles. He can leap off of ally projectiles like his buzzsaw to move quickly towards his enemies. He can also leap off of enemy projectiles to destroy them as he leaps forward. He can even destroy heavy projectiles by das ist natürlich krass. So enemies should be careful about spamming projectiles while Stripe is around. Let's look at one. Stripe kann einfach die Projektile zerstören. Heftig. Pulls out his dynamite. Was? After a delay, the dynamite explodes, hitting all enemies and hitting Stripe himself. Dynamit ist richtig strong in dem Game. Ich meine, da ist eine Abklingzeit drauf, aber dennoch. Was? Was? Alles klar, ich werde Dynamit fressen und dann, oh mein Gott. Also ich muss sagen, den Charakter finde ich super interessant. And with that, we are done with this Multiversus Fighter Showcase featuring Stripe from Gremlins. I hope you all enjoyed it. Ja, und dann gibt es wieder ganz viele verschiedene und geheime Sachen, die man freischalten kann mit Stripe. Also Techniken, die so nicht gezeigt wurden. Habe ich ja mit Rick auch damals gehabt. Aber finde ich sehr interessant. Also Stripe kann mir echt zusagen.
So, I hope you're all ready for the chaos. Da ist auch schon ein neuer Wonder Woman Skin. The first villain here of Multiversus. I'm super Der ist einfach excited to mega. see him. First appearing back in 1984 in the Gremlins movie. He was kind of a phenomenon because it featured the adorable Mogwai, and then all of a sudden, everything went to chaos. The leader of that chaos, of course, is Stripe. So, also, if you can't tell, pretty unique look here over on Wonder Woman. So, vor allen Dingen Wonder Woman hat einfach auch eine andere Waffe in der Hand, die Axt halt. Das finde ich halt mega. For one, that saw blade, but we'll get to that into a second. First off, we're going to go over every move as usual. You got his standard jabs, which are a standard swipe at higher percentages that will knock out. You get this to around 100, I'd say around 140-ish, give or take. Ja. Someone like Wonder Woman. Ja, okay. Schöne Combo, aber killt Gott sei Dank nicht so früh. Würde ich echt frech finden. Someone that you'll be using pretty aggressively because his mobility is awesome. You have things like the swipe. You also have the up attack, which is a pretty good anti-air. It's also a combo tool at the right percentage too. And then you have this move here, which is down attack, shoots a speaker. Was? Now this move also is another knockout option. Okay, da bin ich mir nicht sicher, ob der Move so gut ist, aber wir warten erstmal ab. Ja, wahrscheinlich Top-Tier-Move. Killt aber immer noch nicht. Bei 160% nicht. Stripe könnte ganz dolle Killprobleme kriegen. Das könnte man schon so sehen. Wir werden ja mal abwarten. But the most important move in his kit is the saw blade. This is okay, kannst maximal 3 Stück davon werfen. You could use it as a grounded approach for neutral. You could use it as an aerial approach. Ja, okay, schöne Combo. Gefällt mir. So ein bisschen was von Batman. Ja, das finde ich halt mega, ne? Dass du die Ledge runtersägen kannst. Das ist halt super. There's also one more really good tool for it. Wow, das ist echt cool. And everybody's got to get out of the way. Nobody can sit there and not jump or not dodge out of the way. So you're guaranteed pretty much to make it back unless somebody jumped over that and guaranteed your way out. It's actually pretty ridiculous. But besides those, there's just standard attack, of course, and then that's your neutral attack. You have your down air, which is a spike. Okay, down air Spike, gut, wichtig. Aber ist ja klar, ist er bei fast allen Charakteren. Ja, aber 160% gilt wahrscheinlich auch bei allem anderen das. This is going to be one of your main approach tools, your Sair. That is not your side air. This is your side air. The swipes, it also applies that aber trotzdem, 172%. As you saw in the video, the targeted debuff. Ei. You can use that in combination. Stripe wird definitiv Killprobleme haben. Gut, aber wenn du halt danach noch schießt, aber du hast Munition, du kannst nicht spammen. Ja, und wenn du zu lange brauchst, ist eh Schluss. Du kannst auch noch ein paar Mal schießen, ja. Interesting fact, by the way, you have to wait for that to end before you could go again. Ja, das ist halt krass, aber da muss man wirklich gucken, ob bei wie viel Prozent das wirklich gilt. Ja, guckt. Also man muss wirklich sehr weit nah an der Blast Zone sein. You can use it as a drifting tool if you like. Very similar to what we showed off with Rick. Ja, ob das so eine gute Sache ist, dann lieber einsetzen, wenn der Gegner angezielt ist. Ansonsten weiß ich nicht, ob man das im Neutral Game benutzen sollte. As you can see, it's not the biggest amount of range, but you can fast wall it to catch someone off the ground. So, although it doesn't have a massive es killt alles nicht so früh, ne? Meine Wonder Woman ist zwar schon ein bisschen schwerer, aber bei 160%, das ist schon, da hatte ich der Gegner ja schon dreimal rausgehauen gefühlt. Vor allem, ich gehe davon aus, dass Stripe jetzt, weil er ja Assassine ist, nicht so schwer ist. Now, if you do a second one, it will cause a kickflip, which it doesn't true combo at all windows, but at some windows it will.
And it also does apply the debuff. Aber damit, also mit allen Angriffen gefühlt, hat man dann diesen Marker auf die Gegner dran. Das ist natürlich cool. Then of course this up special, which we saw. I'm not going to go into that too in depth because we did just see it. Pretty standard move. You can use that as ich habe das Gefühl, dass viele Angriffe ganz viel Startup brauchen von Stripe, so dass man ja nach jedem Angriff sehr, sehr angreifbar ist, habe ich das Gefühl. Aber das wird sich hinterher im Spiel noch rauskristallisieren. Is the chainsaw. Now this move is hilarious because if you let it rock, it will just fall. But you can jump cancel out of that or dodge cancel. So using this, you can use that as a bait to approach people. So you go, instantly cancel out. Everybody's gonna be afraid to try and go after the chainsaw. But if you let it rock, it'll also hit. Little tech you could also do is that if you start it in the air, you can fast fall down and use it as a grounded option. Interessant. If you're on the ground, you'll get the skateboard. But if you short hop with it, you can also use it as both kann man wieder canceln. And use it as a way to bait people as well. And then it has a pretty good recovery range as well. Ja, gut, das kann aber auch ganz schnell in die Hose gehen, wenn man nicht aufpasst. Definitiv. Of course, like I said, it's a mix-up option. So once you hit the wall, you could also do this. Ich weiß nicht. Ich sehe Stripe so, ist mega cool, aber Stripe könnte ziemlich Probleme haben. Weil wenn du so bedenkst, so gegen was für Charaktere er sich behaupten muss, vor allen Dingen, wie ist es wohl, wenn er gegen jemanden wie Superman spielt, den er überhaupt nicht rauskriegt? Oh, TNT? Achso, das ist nur eine andere Dingens. Das sah gerade nur anders aus. I'm sorry, that scream is great. When you're off stage, be careful how you press it. Because you can also accidentally knock yourself out at 0. Granate into ST, True Combo. This character has a lot of tools, and I think that TNT is going to be one of your main tools. Because you could use TNT in combination with other things, or let the timer run out to extend combos. I'm going to show you that in a little bit too. But I think that TNT is one of your main tools. Actually, wrong. Ja, aber kannst du es nicht einfach schmeißen? Doch. To try and push advantage. Hä? Kann man das nicht einfach werfen? Doch, es muss doch gehen, oder nicht? If you catch someone slipping, hold the wrong DI, or if they dodge in, go after them while up airs. Das kann doch nicht sein, dass es nur dafür da ist, um sich selbst Schaden zuzufügen, um dann die Druckwelle da zu haben. Okay, keine Ahnung, also sehr weird. And recovery. And as you saw before, you can also hit it as well. Ja, es ist auf jeden Fall interessant, gerade diese Säge und so, das finde ich echt klasse, aber... I messed it up, but if you time it properly, you can send it right back. Now, if you get it in mid-string, it'll constantly hit your opponent. So when you have a teammate on the field as well, it's going to help, and it'll attach to your teammate. It'll constantly rebounce. But a couple of the combo ideas that I came up with, of course. I'm going to go ahead and pop these on here. Ja gut, aber das... Oh, das ist schon der neue Skin gewesen, oder generell die neuen Skins. Ja, es kann schon hart nervig sein, tatsächlich. Ja, okay. Da ist der neue Superman-Skin, ey, der sieht so heftig aus. Oha, der Iron Giant-Ding sieht super nice aus. Boah, da muss man aber aufpassen. So there's a lot of different things you could do with that. Also, I feel like some of y'all might have saw something I was just... Hello, Multiversus fans! My name is Daniel Ross, and I'm a voice actor who you may know as one of the voices of... Daniel Duck! Lucky the Leprechaun, and Starscream from Transformers. Oh, nice. But for Multiverses, you might recognize my voice more as, like, Uncle Shagworthy at your service. Gizmo, Bright Light.
And now you can hear me as the villainous Stripe from Gremlins. Gizmo, Kaka. Okay, ist schon echt cool. Heftiger Synchronsprecher. Richtig krass talentiert, finde ich super. Begins today. Ja. So, Was? if you take Nee. and took a look at the skins that Doch, they had oh, in es the beginnt album, heute as well, schon. there's quite a few more. If you want to get access to those skins, you just need to play. Every time you win or lose a match, you get candy. And for every win or loss you have without one of the Halloween variants, you get 20 to 10 candies respectively. But Okay, if nice. you play with any of the variants you see here, including Combat Gizmo and Combat Stripe, you will get 40 candies. Alles klar, sehr one. schön. Now, if Sehr you cool. get enough candies at the end and you've used them all, you can also trade them in for gold later. So, if you end up unlocking all of the things you need with candy, Genau, also wenn man alles freigeschaltet hat mit dem Candy, kann man das halt benutzen, um das in Gold umzuwandeln. Jetzt kommt nochmal der Trailer an sich. Gott, ich habe gerade an... LOL, den Glockenschlag habe ich gerade an Stranger Things gedacht. Stripe. Schon echt cool. Okay, diese Kombo finde ich schon ziemlich strong. Die ist angry. Hat da gerade Tom und Jerry gerade geteabaggt? Ja, moin. Gute Showcase. Sure you're not using kryptonite? Nice. Multiversus Season 1. Und immer noch... immer noch kein... Oh Mann, dieser Black Lantern Wonder Woman Skin. Der ist so heftig, den werde ich mir wahrscheinlich auch holen. Aber den finde ich noch heftiger, ey. Boah, der sieht so... Das sind so geile Skins. Endlich kommt das Spiel mal ein bisschen in Gange mit den Skins. Nice. Also auch Voice Acting finde ich halt mega cool. Might be my favorite one, though. Das ist auch so witzig. Ja, Raindog. Raindog hat einfach so viele Skins schon. Spielt keine Sau, hat 85.000 Skins. So, Der Velma ist jetzt nicht so für mich, aber ich denke, da werden auch einige Fans dran sein. Ist okay. Vielleicht ist es irgendwie der langweiligste Skin von denen, aber gut. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder wieder live auf Twitch. Bis dann, Leute. Haut rein. Euer André oder auch Xerox. Ciao. On the weekends at the house that everyone knows. Parents never home, so that's the